Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich eine Bremssattelinstandsetzung durchführen. Der eine oder andere wird bestimmt sagen, ach, das lohnt sich nicht, am besten gleich neu kaufen. Ja, das kann man tun. Bei Mercedes kostet eine Seite ca. 200 Euro oder sogar über 200 Euro. Eine Alternative wäre zum Beispiel diese Kamikaze-Lösung, aber sowas würde ich in meinem Fahrzeug niemals verbauen. Das ist meine persönliche Meinung, das muss jeder selbst entscheiden. Und hier schon eine deutlich bessere Alternative. Das ist eine Sache, die man durchaus sich durch den Kopf gehen lassen könnte. Ich habe mich aber für die Reparatur entschieden. Die ist natürlich deutlich günstiger. Ich habe alle Ersatzteile oder alle Verschleißteile bereits gekauft. Ich werde sie auch später zeigen und die Preise nennen. Aber jetzt starte ich mit dem ersten Arbeitsschritt. Ich werde die Teile entrosten und reinigen. Ich werde diesen Arbeitsschritt mit einer Drahtbürste beginnen und dann im Laufe der Bearbeitung werde ich dann gucken, ob das reicht oder ob vielleicht schwerere Waffen eingesetzt werden müssen. Jetzt bin ich an der Stelle angekommen, wo ich die Teile zerlegen kann. Ich mache das erst jetzt, weil die Stellen, wo der Dreck nicht zu suchen hat, waren abgedichtet. Jetzt sind die Teile sauber und dann kann ich mit der Demontage beginnen. Bei dem Teil werden die beiden Schrauben oder die Stifte entfernt. Da müssen wir halt den Gummi abziehen und dann kann man den ganz einfach rausnehmen. Genau das gleiche auf der Seite. Zack. Fertig. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ich habe das mit einem Lappen abgesichert, weil hier noch die Bremsflüssigkeit auslaufen kann. Ich beginne mit dem Entfernen von dem Blech. So. Und jetzt muss der Zylinder ausgefahren werden. Dafür benutze ich meinen Kompressor. Damit der Zylinder nicht beschädigt wird, werde ich den Bereich hier mit dem Lappen absichern. Und jetzt werde ich mit der Druckluft den Zylinder zum Rausfahren zwingen. Ja, wie gesagt, das kann schmutzig werden. Jetzt entferne ich den Lappen und jetzt kann ich auch ohne Probleme den Zylinder rausnehmen. Anschließend wird der Gummi entfernt und der Dichtring, der hier drin sitzt. Die Demontage ist abgeschlossen. Jetzt werde ich im nächsten Schritt den Rostentferner einsetzen, um die Teile für die Lackierung optimal vorzubereiten. Auch diese Etappe ist abgeschlossen. Ich habe den Rostentferner auf die Teile aufgetragen. Was ich aber noch vergessen habe zu erwähnen, ich habe davor die Teile noch selbstverständlich entfettet. Jetzt lasse ich den Rostentferner einwirken und anschließend werden weitere Schritte folgen. Ja, das sieht schon nicht schlecht aus. Der Rostlöser hat den Rost komplett entfernt. Ich werde jetzt die Rückstände mit Wasser abspülen und anschließend mit Druckluft abtrocknen. Die Teile sind jetzt trocken. Ich habe die Rückstände entfernt. Nun kann ich mit der Grundierung beginnen. Ich habe geduldig gewartet. Jetzt ist die Grundierung trocken. Also der nächste Schritt kann folgen. Jetzt werde ich die Teile lackieren.
Es ist schon fast geschafft. Die Teile sind trocken und ich finde, das ist eigentlich ganz gut geworden. Jetzt kann ich die Verschleißteile einbauen. Ich werde die Montage mit diesem Teil beginnen. Dafür habe ich einen Reparatursatz gekauft. Das ist die Artikelnummer. Preis 17,72 € plus Mehrwertsteuer. Jetzt der Inhalt der Verpackung. Da haben wir die beiden Gummis, Montagefett und 2 Schrauben. Für die Montage werde ich die beiden bereits ausgebauten Stifte verwenden, sowie die Gummis, die in dem Reparatursatz enthalten sind. Und natürlich das Fett nicht vergessen, ist auch Inhalt des Reparatursatzes. Bei der Montage von dem Gummi immer darauf achten, dass die kleinere Öffnung an dem Kopf befestigt wird. So, es hat geklappt, aber das war schon eine große Fummelei, muss ich sagen. Jetzt geht es weiter. Ordentlich Fett auf die Stifte auftragen und dann die Stifte einführen. Jetzt sind beide drin. Im nächsten Schritt müssen die Gummis unten befestigt werden. Genau. Es hat geklappt. Beide sind in der richtigen Position. Also fertig. Das war's bei dem Teil. Jetzt kommt der zweite Schritt. An der Stelle wird ein Reparatursatz benötigt. Hier sieht man die Nummer. Preis 11,88 € plus Mehrwertsteuer. Zusätzlich wird noch das Blech benötigt. Das ist die Artikelnummer. Der Preis beträgt 4,38 € plus Mehrwertsteuer. Ich werde mit dem Dichtring beginnen, der in dem Reparatursatz enthalten ist. Der Dichtring muss in die Nut eingeführt werden. Ja, da sieht man schlecht, aber da muss er rein. Bei der Montage muss man eine Sache beachten. Hier darf man nur das Spezialfett, Bremszylinderfett verwenden. Im Notfall kann man auch die Bremsflüssigkeit als Schmiermittel einsetzen. Ansonsten besteht das Risiko, dass das Fett sich mit der Bremsflüssigkeit nicht verträgt und dass dadurch Probleme entstehen. Ich werde bei der Montage das Spezialfett verwenden, habe schon den Dichtring eingeschmiert und jetzt werde ich versuchen, ihn einzuführen. So, er sitzt drin. Ich weiß nicht, ob man den sieht. Ja, da ist er. Und jetzt wird die Dichtung befestigt. Ich habe sie bereits mit dem Spezialfett eingeschmiert. Jetzt erfolgt die Montage. Einfach nur reindrücken. Da gibt es auch eine Nut, wo die Dichtung befestigt werden muss. Ja, fertig. Und jetzt kann der Kolben eingebaut werden. Ich werde den alten Kolben verwenden. Der ist noch ganz gut. Hat hier keine Beschädigungen an der Lauffläche gehabt. Also den kann man auf jeden Fall noch verwenden. Habe den jetzt auch mit dem Spezialfett eingeschmiert und jetzt wird er von Hand reingedrückt. So, der Kolben ist drin. Jetzt nur noch die Dichtung befestigen. Und dann ist dieser Arbeitsschritt abgeschlossen. Ja, sieht gut aus. Jetzt sitzt alles an der richtigen Stelle. Ich kann also das Blech einbauen. So rum. Jetzt einfach reindrücken.
Und so sieht das jetzt aus. Alles drin, sieht sehr gut aus. Eigentlich bin ich fertig, aber ich werde noch das Entlüftungsventil austauschen. In meinem Fall ist es eigentlich nicht notwendig, aber ich habe es bereits gekauft. Deshalb werde ich das auch einbauen. Das ist die Artikelnummer und der Preis liegt bei 7 Euro plus Mehrwertsteuer. Es ist schon spät geworden, deshalb werde ich das Entlüftungsventil morgen einbauen und die Aktion beenden. Mit dem heutigen Verlauf bin ich sehr zufrieden, hat alles funktioniert und das Ergebnis lässt sich auch sehen. Ich finde, dass auch die Kosten, die entstanden sind bei der Reparatur, sehr überschaubar sind. Also unter dem Strich ist alles nach Plan gelaufen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.